bin auf dem Weg zu den Wikingern, denn die stehen heute vor allem im Fokus. Bauten die doch einst nahe dem Ort Borg auf den Lofoten das bisher größte, jemals entdeckte Langhaus aus der Wikingerzeit. Die Überreste wurden 1981 beim Pflügen von einem Bauern entdeckt. Es maß in der Länge 83 Meter und in der Breite über 10 Meter. Direkt daneben rekonstruierte man das Gebäude in voller Größe und stattete die Räume mit zeitgemäßen Inhalten zu Leben, Handwerk, Dekorationen und Weltbild der Wikinger aus. Strange to think that he was Eirik's father. In einem nahen Museumsgebäude zeigen die Norweger einen Film über das damalige Leben und es gibt eine kleine archäologische Ausstellung, einen schönen Museumsladen und ein Café in der umgedrehten Form eines Wikingerbootes. Ein Fußmarsch von etwa einer Viertelstunde dauert es, bis man hier an den Hafen kommt. Hier liegen einige Boote, Rekonstruktionen der Wikinger, die an anderer Stelle gefunden wurden. Für die Rückfahrt vom Museum fahre ich eine Alternative zur recht viel befahrenen E10, die sich durch das Herz der Insel Vestvågøy schlängelt. Die RV 815 führt einen Teilabschnitt kurvenreich an der Küste entlang und ist kaum befahren. Abends setzt sich die Sonne durch, passend für einen Abstecher zu dem Fischerort Henningsvær, zu dem eine wunderbare, 8 Kilometer lange, kurvenreiche, aber enge Straße führt. One Way. Fährt man wieder zurück. Lohnt aber. Manche nennen den Ort das Venedig der Lofoten. Ist übertrieben, aber der Ort hat was.
Es ist sicherlich der trendigste und lebendigste Ort der Lofoten, das aber haben auch viele andere Touristen entdeckt. Moskenes, der Hauptort im Süden der Lofoten mit rund 1000 Bewohnern, wenige Kilometer vor Ai Lofot gelegen. Hier findet sich auch der höchste Berg der Lofoten, der 1029 Meter aus dem Meer ragt.
Ich bin in AI Lofot. Hier ist ein schönes Fischereimuseum. Eigentlich ist der ganze Ortskern das Museum. Es besteht aus 7 alten Gebäuden um den alten Hafen herum. Dazu gehört ein altes Fischerhaus. Man geht hinein, alles ist offen und liegt so herum, als wäre der alte Fischer gerade auf dem Meer und kommt gleich wieder. Nebenan das alte Postamt, gleiche Atmosphäre. Man könnte sein Paket hier aufgeben. Ein paar Meter weiter ein großer Schuppen. Die Ausstellungsstücke, alles kreuz und quer, wie bei einem alten Trödler. Einfach wunderbar. Das Museum lebt von seiner Patina, dem wunderbaren Gerümpel, der Atmosphäre, dem Staub. Die alte Schmiede. Ohne sie ging in früheren Zeiten wenig. In diesem Gebäude wurde Fischöl hergestellt. Der Ort hier ist nichts für empfindliche Nasen. Stehen doch noch alte volle Fässer mit gammeligem Fischöl offen herum. Die Inselwelt der Lofoten. Das zeigt sich nach den 3 Tagen bei Sonne und Regen. Egal, bei welchem Wetter auch. Die Landschaft ist atemberaubend. Lassen wir einfach die Bilder sprechen.